Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Das Kölner Aquarium ist mittlerweile über 50 Jahre alt. Ich habe aber mal durchgezählt, wir haben hier insgesamt über 1000 Haltungen für bedrohte Amphibien, Reptilien, Fische, Wirbellose. Sowas würde man nicht nochmal so einfach bauen. Das würde Unmengen an Geld kosten. Und wir haben hinter den Kulissen nahezu jeden Stauraum, jede Besenkammer umgebaut. Und das hier ist tatsächlich eine Besenkammer. Von außen sieht man auch, dass wir uns in Umweltbildung betätigen. Das ist ein Poster, was wir auch in Vietnam an Schulen, in Kindergärten, in Behörden ausgehängt haben. Natürlich auf Vietnamesisch, das gibt es auch auf Englisch, das ist auf Deutsch. Rettet die Krokodilschwanzechse und den Krokodilmolch, die vor Ort durch Waldbrände, Kohleabbau und das Absammeln auch für die traditionelle Medizin bedroht sind. Ja, und wenn ich diese Tür öffne, ist aus dieser Besenkammer, wie ganz viele Räume des Kölner Aquariums, ein moderner Nachzuchtraum geworden, wie hier für verschiedene Arten an asiatischen Salamandern. Und hier sieht man das Alter auch nicht mehr, das ist ein moderner Raum mit Klima und modernster Technik. Und dort oben haben wir zum Beispiel unsere Elterngruppe an Zieglers Krokodilmolch, Tylototriton ziegleri. Hier haben wir die Nachzuchten und hier haben wir auch Paramesotriton und Laotriton-Arten, wo wir uns spezifisch für bedrohte Molche einsetzen. Und solche Räume haben wir auch noch für Geckos, für Krokodilschwanzechsen. All diese Bereiche hinter den Kulissen sind ganz wichtig für den Artenschutz, auch für die Erhaltung. Und insofern wollen wir natürlich auch das Haus und diese Möglichkeiten erhalten, weil das würde man nicht so schnell wieder neu hinbekommen. Das hier ist ein weiterer Stauraum, damals für PVC-Rohre, und auch den haben wir in einen der vielen Arterhaltungsräume, die wir heute haben, umgewandelt, und da gehen wir jetzt mal rein. Und wie man das hier sieht, wie ich das schon gesagt habe, Hotel für bedrohte Arten, hier sieht man den Zimmerbelegungsplan für die vom Aussterben bedrohte oder stark bedrohte vietnamesische Krokodilschwanzechse. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist Orangenbert und der ist mittlerweile Großvater. Der hat sich nämlich hier schon in die übernächste Generation vermehrt. Und diese Anlage haben wir in diesem ehemaligen Stauraum gebaut. Die ist über 6 Meter lang, mit Wasserteil, mit Kletterteil, regelmäßiger Besprühung, um diesen ursprünglichen Bedingungen im Regenwald möglichst nahe zu kommen. Und die Höhe haben wir daran ermittelt an den Daten meiner ehemaligen Doktorandin, Dr. Mona van Schinken-Kahn, die heute im Bundesamt für Naturschutz arbeitet und sich dort für Artenschutz weltweit einsetzt. Und die hat im Rahmen ihrer Doktorarbeit herausgefunden, dass die vietnamesischen Krokodilschwanzechsen höhere Sitzwarten gegenüber den chinesischen Krokodilschwanzechsen bevorzugen. Die Entdeckungsgeschichte war auch kurios. Die Krokodilschwanzechse war zuvor nur aus China bekannt. Unser Team hat sie das erste Mal aus Vietnam nachgewiesen, und im Rahmen der Promotion von Mona haben wir festgestellt, aufgrund molekularer, ökologischer und morphologischer Unterschiede, dass es 2 Schutzeinheiten sind. Das heißt, die vietnamesischen etwas anderes sind als die chinesischen Krokodilschwanzechsen. Generell geht es den Krokodilschwanzechsen an den Kragen, aber dass die Populationen noch unterschiedliche Schutzeinheiten darstellen, hat die Situation noch dramatischer gemacht. Und so haben wir hier das Erhaltungszuchtprogramm gegründet. Ja, und die Tiere sind im Rahmen von Beschlagnahmungen zu uns gekommen, von behördlichen Beschlagnahmungen, die wir aufgenommen haben, genetische Untersuchungen festgestellt haben, das sind nicht Tiere aus China, sondern aus Vietnam. Und so sind nach und nach in Köln die vietnamesischen Vertreter zusammengekommen, und wir haben hier eine Erhaltungszuchtgründung durchgeführt. Mittlerweile haben die sich so erfolgreich bei uns vermehrt, dass wir fast 40 Nachzuchten haben. Und Dr. Mona van Schinken-Kahn hat damals in ihrer Promotion herausgefunden, anhand von Hochrechnungen und Analysemethoden, dass in Vietnam
wahrscheinlich nur noch, jetzt geht die Beregnungsanlage an, dass in Vietnam wahrscheinlich nur um die 150 Tiere in der Natur vorkommen. Und wenn man bedenkt, dass alleine hier 40 zur Welt gekommen sind oder knapp 40, dann ist das schon ein Ausmaß und man kann nicht sagen, naja, der Beitrag von Zoos ist minimal. Das ist ja ein hoher Prozentsatz der Weltbevölkerung und das ist auch wichtig, denn die Krokodilschwanzechse aus Vietnam ist auch Flaggschiffart in der Vietnamesien-Kampagne und wir wollen im Rahmen der Kampagne auch Tiere wieder zurückschicken nach Vietnam. Zuvor war es wichtig, das Erhaltungszuchtnetzwerk auszubauen, das haben wir gemacht. Wir haben viele Zoos mit unseren Nachzuchten beliefert sozusagen und in 3 Zoos, zum Beispiel in Ostrava und in Malmö, ja, sind unsere Nachzuchten groß geworden und haben sich ihrerseits wieder vermehrt. Und so muss das bei Erhaltungszuchtnetzwerken sein, die dann stabil genug sind, auch immer wieder Tiere zu generieren, die dann in die Ursprungsländer zu wieder Aufstockungsmaßnahmen zurückgeschickt werden können. Naja, und im Rahmen der Vietnamesien-Kampagne ist unser Team auch vor Ort aktiv. Studierende der Arbeitsgruppe, die Kooperationspartner, die sich vor Ort umgucken, was man vor Ort tun kann, ob der Populationsstatus gewachsen ist und ja, hoffen mit unserer Arbeit sogar der Schaffung von neuen Schutzgebieten zuarbeiten zu können. Man kann gespannt sein und wir werden darüber berichten. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch mal in unsere Playlist über den Kölner Zoo.